Also das Lipödem ist eine krankhafte Fettgewebsvermehrung, die bei hormonellen Veränderungen wie zum Beispiel Pubertät, wie Schwangerschaft, wie Pille absetzen oder auch Menopause zu Beschwerden führen kann. Man erkennt ein Lipödem daran, dass die Beine, also die Beine und die Arme nicht zum Rest des Körpers passen. Also nicht immer die Arme, aber die Beine sind am häufigsten betroffen, zu 30% sind auch die Arme vom Lipödem betroffen und die passen nicht zum Rest des Körpers. Ja, also es ist immer zu viel. Man hat Probleme, dieses Fettgewebe zu reduzieren, also sprich bei Diäten bleibt es im Verhältnis immer zu viel und die Schmerzen, die Beschwerden, der Druck, die schweren Beine, wenn das zusammenspielt, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es ein Lipödem ist. Es gibt eine konservative Therapie, die von den Krankenkassen übernommen wird. Das ist einmal die flach gestrickte Kompressionsstrumpfhose der Klasse 2, die alle halbe Jahre verordnet werden kann. Zusätzlich dazu kann eine manuelle Lymphdrainage verordnet werden. Das ist die Therapie, die die Kassen übernimmt. Was die Kassen nicht übernimmt, ist die Liposuktion bei Lipödem, also die Lipödemchirurgie. Immer radikal sein, also sprich die Beine oder auch die Arme werden zirkulär, radikal, also ringsherum um das gesamte Bein vom Knöchel bis zur Hüfte abgesaugt, so dass diese krankhafte Fettgewebsvermehrung auf ein normales Maß reduziert wird. Wenn man es nicht komplett absaugt, kann es sein, dass bei der nächsten hormonellen Veränderung, also sprich eine Schwangerschaft oder einfach nur, wenn ich die Pille ab oder wieder ansetze, es zu einem Weiterwuchern des Fettgewebes kommt. Wenn es einmal komplett und radikal und zirkulär abgesaugt worden ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es nochmal wiederkommt, sehr, sehr gering. Die Kosten einer solchen Therapie sind so ein bisschen vom Befund abhängig, also wie groß ist der Befund. Es liegt immer so ungefähr für eine Operation bei plus minus 6.000 €. Also wenn jetzt zum Beispiel nur die Beine betroffen sind von dem Lipödem, sind für die gesamten Beine inklusive Gesäß mindestens 2 Operationen erforderlich. Manchmal auch 3, wenn der Befund halt schon sehr, sehr fortgeschritten ist. Warum? Weil ich in einer operativen Sitzung nicht mehr als 8% des Körpergewichtes in Litern absaugen kann. Wenn ich darüber hinausgehen würde, erhöhen sich die Komplikationen, also die Gefahren der Operation um ein Vielfaches. Und es liegt mir fern, meine Patienten bei den Operationen gefährden zu wollen. Und wenn ich halt zu viel absauge, ist es wirklich gefährlich. Eine praxisinterne Finanzierung durchführen oder zu machen, das bedeutet, dass 60% des Betrages der Operation zum Datum der Operation geleistet werden müssen und der Rest kann dann in 12 Monatsraten abgestottert werden. Die Nachsorge nach so einer Lipödem-Operation ist sehr, sehr wichtig. Und zwar beinhaltet die, dass man diese flach gestrickte Kompressionsstrumpfhose weiterhin trägt, Tag und Nacht für mindestens 6 Wochen. Und dann am besten auch noch mal tagsüber, so lange bis man das Gefühl, oder am besten insgesamt 8 Wochen, und dann kann man versuchen, die flach gestrickte Kompressionsstrumpfhose abzutrainieren. Manche schaffen es, sie sofort wegzulassen, andere müssen wirklich stundenweise reduzieren, weil das Lymphsystem sich erst wieder an die eigene Arbeit gewöhnen muss. Zusätzlich zur flach gestrickten Kompressionsstrumpfhose ist es wichtig, dass man zweimal die Woche Lymphdrainage macht, um halt das ganze Wund- und Gewebswasser abzutransportieren, weil es schwillt doch schon sehr an. Es ist so, dass man natürlich nach so einer Operation sich erstmal erholen muss, dass man sich ausruhen muss, weil diese großen Hochvolumenabsaugungen sind sehr, sehr anstrengend für den Körper.
Das bedeutet, dass man mindestens 2 Wochen sich eine Auszeit nehmen muss, je nachdem, was man halt auch beruflich macht. Also wenn man jetzt eine schwere körperliche Tätigkeit hat, dann sollte man sich vielleicht auch 3 oder 4 Wochen krank schreiben lassen oder Urlaub einplanen. Wenn man jetzt einen Bürojob hat, dann kann man sicherlich früher schon wieder an den Schreibtisch zurückkehren. Die Operation ist für alle Frauen geeignet, die vom Lipödem betroffen sind. Das ist auch unabhängig vom Alter, muss man sagen. Auch ältere Patientinnen profitieren ungemein von der neuen Lebensqualität, die dadurch erreicht wird. Ja? Bei jüngeren Patientinnen ist es so, dass man natürlich das Fortschreiten des Lipödems dann schon in frühen Jahren unterbrechen kann. Ja, dass man das aufhalten kann. Also insofern ist eigentlich jede Frau, die vom Lipödem betroffen ist, profitiert von diesen Operationen. Wenn sich jetzt eine Patientin mit Lipödem angesprochen fühlt und den Weg in ein schmerzfreies Leben beginnen möchte, dann können Sie sich gerne melden, entweder über unsere Homepage oder auch telefonisch. Und dann können wir gerne einen Beratungstermin vereinbaren und ich freue mich dann, Sie in den Beratungsrunden zu treffen.